Ein Sonntagmorgen in München. Draußen ein schöner Regen, du schaust aus dem Fenster nach unten. Du siehst diesen glänzenden Metallhaufen, dein Stolz, deine Freiheit, dein Erfolgssymbol. Aber jetzt erzähle ich dir die Wahrheit, die dir niemand gesagt hat. Das Ding, das in deiner Garage steht, ist nicht nur ein Fahrzeug. Es kann ein Wohlstandsvernichter sein. Leise, mit monatlichen Raten, verschlingt es deine finanzielle Zukunft. Während du deinen Morgenkaffee trinkst, siehst du deinen Nachbarn mit einem älteren Toyota zur Arbeit fahren. Du fährst die beste Marke. Du bist Hochschulabsolvent, ein Tiefdenker, jemand, der alles durchrechnet. Und er, nun ja, ist jemand Einfaches. Aber hier ist die Frage, warum wird er in 10 Jahren finanzielle Freiheit erreichen, während du im Rentenalter immer noch Schulden beim Finanzamt abbezahlst? Die Antwort wird dich etwas ärgern, denn das Problem liegt nicht bei deiner Intelligenz. Das Problem liegt darin, wie diese Intelligenz dich getäuscht hat. Mein Name ist Adam. Ich bin der Mann, der dir kaltes Wasser ins Gesicht wirft. Ich zeige dir die Mathematik hinter den Dingen, die dir die Bank nicht erzählt, die der Sparkassenberater verschweigt, die deine Familie als sicher bezeichnet. Beginnen wir mit einer Wahrheit, die für jeden gilt, der in Deutschland lebt. Fahrzeugbesitz ist die größte Wohlstandsfalle der Welt. Aber du hast das noch nicht verstanden, weil dich das System zum klugen Verbraucher programmiert hat. Schauen wir uns jetzt die Statistiken an. Dann sehen wir, ob du mir immer noch sagst, aber Adam, ein Auto ist notwendig. In Deutschland gibt es derzeit etwa 48 Millionen zugelassene Fahrzeuge. Das bedeutet mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Ein durchschnittlicher deutscher Haushalt zahlt monatlich 350 bis 450 Euro für einen Autokredit. Selbst für Gebrauchtwagen durchschnittlich 280 Euro. Aber hier ist die eigentliche Tragödie. Die durchschnittliche Laufzeit dieser Kredite beträgt 72 Monate. 6 Jahre. 6 Jahre lang zahlst du für etwas, das jeden Monat an Wert verliert. Lass mich das wiederholen, denn ich möchte, dass du es verstehst. 6 Jahre lang gibst du Geld für etwas aus, das garantiert jeden Monat weniger wert wird. Es ist wie eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio zu bezahlen, nur um jedes Mal schwächer herauszukommen. Macht das Sinn? Natürlich nicht. Aber alle machen es, also machst du es auch. Die junge Generation, also die Generation Z, gibt etwa 20% ihres Nettoeinkommens nur für Fahrzeugkosten aus. 20%. Das entspricht fast der empfohlenen Ausgabenquote für Wohnen in Deutschland. Wenn dir jemand in Stuttgart sagen würde, gib ein Viertel deines Gehalts für ein Auto aus, würdest du ihn für verrückt halten. Aber genau das tust du. Das System hat dir das als normal verkauft und du hast es geschluckt. In den letzten 5 Jahren hat sich die durchschnittliche Autokreditzahlung fast verdoppelt. 2019 hast du 320 Euro gezahlt, jetzt zahlst du 580 Euro. Die deutsche Autoverschuldung ist in den letzten 10 Jahren um 60% gestiegen. Jetzt sagst du, Autos sind teurer geworden, es gibt Inflation, was soll ich machen? Du hast recht, Autos sind teurer geworden. Aber die Frage, die ich dir stellen möchte, ist, wer hat gesagt, dass du ein teures Auto kaufen musst? Wer hat dir gesagt, dass Ledersitze, Panoramadach, adaptive Geschwindigkeitsregelung notwendig sind? Das System, Werbung, Freundeskreis, Ego, aber der Mathematik ist das natürlich egal. Jetzt sagst du, okay, aber ich brauche ein Fahrzeug, ich muss zur Arbeit, ich muss mein Leben leben. Absolut, die meisten Menschen brauchen Transport. Aber hier ist der Knackpunkt. Transport zu brauchen bedeutet nicht automatisch, dass du eine 45.000 Euro Abschreibungslast, Ledersitze und ein Premium-Soundsystem brauchst. Das eigentliche Problem ist nicht, dass Autos existieren. Das eigentliche Problem ist, dass wir finanziellen Selbstmord normalisiert und ihm den Namen Erwachsensein gegeben haben. Sobald du das verstehst, ändert sich deine Perspektive. Wenn sich deine Perspektive ändert, ändern sich automatisch auch deine Entscheidungen. Wenn sich deine Entscheidungen ändern, hörst du auf, Wohlstand zu vernichten und beginnst, Wohlstand aufzubauen. Aber zuerst musst du die schmerzhaften Wahrheiten sehen. All diese Ausgaben, all diese Verluste, all diese Opportunitätskosten. Wenn du bereit bist, lass uns weitermachen. Sprechen wir über die wahren Kosten des Fahrzeugbesitzes, denn die monatliche Kreditrate ist nur die Spitze des Eisbergs. Laut ADAC liegen die Gesamtkosten für Besitz und Betrieb eines neuen Fahrzeugs bei über 10.000 Euro pro Jahr. Das sind mehr als 850 Euro pro Monat. Wenn man alles einrechnet, Kraftstoff, der allein einem durchschnittlichen Fahrer 1.800 Euro pro Jahr kostet. Versicherungsprämien zwischen 900 und 1.200 Euro pro Jahr, Wartung und Reparaturen.
Durchschnittlich 110 € monatlich für ein neues Auto. Und das, wenn nichts schief geht. Aber seien wir ehrlich, es geht immer etwas schief. Ölwechsel, Reifenrotation, Bremsbeläge, Getriebeausfall, Klimaanlagenreparatur, Batteriewechsel. Die Liste geht weiter und weiter. Jedes Mal, wenn du denkst, du hast deine Finanzplanung im Griff, beschließt dein Auto, eine definitiv nicht eingeplante 700 € Reparatur zu brauchen. Aber hier ist der Teil, der dich erschrecken sollte. All diese Ausgaben, jeder Cent, den du für das Auto ausgibst, verschwindet für immer. Es schafft keinen Wert. Es erzeugt keine Rendite. Es baut keinen Wohlstand auf. Es verschwindet einfach im automobilen schwarzen Loch und wird nie wieder gesehen. Denk mal in deinem Büro in Hamburg mit Kaffee in der Hand darüber nach, was hätten diese 850 € tun können? Sie hätten sich in einem Börsenindexfonds ansammeln können. Sie hätten deinen Notfallfonds aufbauen können. Sie wären eine Immobilienanzahlung geworden. Aber nein, sie gehen als Rauch aus dem Auspuff heraus. Nachdem wir nun über verlorenes Geld gesprochen haben, kommt die eigentliche Kernszene: Wertverlust. Hier zeigen Autos ihr wahres Gesicht als Wohlstandsvernichter. Ein neues Fahrzeug verliert 20% seines Wertes in dem Moment, in dem es die Galerie des Händlers verlässt. 20%. Tausende Euro Verlust, bevor du es nach Hause bringst und den Nachbarn zeigst. Es ist wie in Echtzeit zuzusehen, wie Geld verdunstet. Nach einem Jahr wird dein Auto 20% weniger wert sein als der Preis, den du bezahlt hast. Nach 5 Jahren verlieren die meisten Autos 60% ihres Wertes. Versuch das einen Moment lang zu verdauen. Heute kannst du ein 50.000 € Auto kaufen. In 5 Jahren ist es vielleicht 20.000 € wert, wenn du Glück hast. Das durchschnittliche Neufahrzeug verliert in den ersten 5 Jahren jedes Jahr etwa 4.200 € an Wert. Das ist jährliche Wohlstandsvernichtung. Und das kommt zu all den anderen Kosten hinzu, über die wir gerade gesprochen haben. Einige Luxusautos sind noch schlimmere Übeltäter. Nehmen wir zum Beispiel einen Mercedes. Dieses Auto hat eine durchschnittliche Wertminderungsrate von 60,5% über 5 Jahre, durchschnittlich über 75.000 € Verlust vom Originalpreis. 57.000 €. Das ist mehr, als die meisten Menschen in einem ganzen Jahr verdienen. Einfach verschwunden, weil jemand entschieden hat, deutschen Luxus für den Weg zum Supermarkt zu brauchen. Audi verliert durchschnittlich 52.000 € in 5 Jahren. Der BMW 7er verliert mit seiner Hybrid-Version, die eigentlich umweltfreundlich sein und deiner Tasche besser bekommen sollte, immer noch 48.000 € in 5 Jahren. Das sind keine Zahlen in einer Excel-Tabelle. Das ist echtes Geld, das echte Menschen verlieren. Geld, das investiert werden könnte, das beim Sparen Wohlstand aufbauen könnte, wird stattdessen für die Vernichtung verwendet. Aber hier kommt der wirklich interessante Teil. Und das ist der Teil, über den die meisten Menschen nie nachdenken. Die Opportunitätskosten des Fahrzeugbesitzes sind absolut erstaunlich. Jeder Euro, den du für dein Auto ausgibst, ist ein Euro, den du nicht in Aktien, Anleihen, Immobilien oder irgendeinen anderen Vermögenswert investieren kannst, der im Laufe der Zeit tatsächlich an Wert gewinnen könnte. Während dein Auto an Wert verliert, hätte dasselbe Geld für dich arbeiten, Rendite erwirtschaften, sich verzinsen und echten Wohlstand aufbauen können. Jetzt sprechen wir über einige Zahlen, die dich jede finanzielle Entscheidung deines Lebens hinterfragen lassen werden. Sagen wir, du wählst zwischen einem Volkswagen Golf und einem Range Rover. Die 5-Jahres-Besitzkosten des Golf liegen bei etwa 22.000 €. Der Range Rover kostet dich etwa 98.000 €. Die meisten Menschen konzentrieren sich auf diese 76.000 € Differenz und denken, natürlich ist der Range Rover teurer. Aber sie verpassen die eigentliche Geschichte. Wenn du diese 76.000 € Differenz nimmst und sie 30 Jahre lang mit konservativen 6% Rendite investierst, erhältst du ein Ergebnis von über 436.000 €. Fast eine halbe Million. Das sind die wahren Kosten der Wahl des luxuriöseren Autos. Du gibst nicht nur 76.000 € mehr aus. Du verlierst potenziellen Wohlstand von einer halben Million. Und das ist nur eine einzige Kaufentscheidung. Die meisten Menschen kaufen nicht einmal im Leben ein Auto und kommen damit durch. Sie geraten alle paar Jahre in den Upgrade-Zyklus. Sie jagen immer den neuesten Funktionen, dem neuesten Modell, der besseren Kraftstoffeffizienz, den verbesserten Sicherheitsmerkmalen nach. Schau dich um, wenn du in Berlin am Alexanderplatz entlang gehst.
Jeder will das Neueste. Hier ist eine Berechnung, die dich nachts wach halten wird. Wenn du während deines Arbeitslebens typische deutsche Autokaufmuster befolgst und alle 5 Jahre ein Auto kaufst, liegen die lebenslangen Opportunitätskosten dieser Entscheidungen bei über 1,6 Millionen Euro. Fast 2 Millionen Euro verpasste Wohlstandsbildung, alles nur, weil wir darauf programmiert wurden, dass wir alle paar Jahre ein neues Auto brauchen. Lass mich das in Perspektive setzen. Stell dir vor, jemand kommt zu dir und sagt: Schau, ich habe eine großartige Investitionsmöglichkeit. Gib mir 1,6 Millionen Euro über dein Leben und im Gegenzug gebe ich dir Transport, der ständig kaputt geht, jeden Monat Geld kostet und mit der Zeit wertlos wird. Du würdest definitiv denken, sie sind verrückt oder machen Witze, oder? Aber genau das ist es, was die meisten Deutschen ohne nachzudenken unterschreiben. Selbst wenn du konservativer vorgehst und jedes Auto 10 Jahre statt 5 Jahre nutzt, schaust du immer noch auf Opportunitätskosten von 1,3 Millionen Euro. Nutze es 15 Jahre, du verpasst immer noch mehr als 1.100.000 Euro potenziellen Wohlstand. Wie du es auch schneidest, Autos sind Wohlstandsvernichter im gigantischen Maßstab. Jetzt lass uns über etwas sprechen, das diese Situation noch absurder macht: die Psychologie hinter Autokäufen. Denn zu verstehen, warum wir diese schrecklichen finanziellen Entscheidungen treffen, ist genauso wichtig wie die Mathematik zu verstehen. Autos sind in unserer Gesellschaft zu Statussymbolen geworden. Wir beurteilen Menschen danach, was sie fahren. Wir ziehen Schlussfolgerungen über Erfolg, Persönlichkeit und Wert, je nachdem, ob jemand einen alten Honda Civic oder einen neuen BMW fährt. Und die Autofirmen wissen das. Sie haben Jahrzehnte damit verbracht, Milliarden Euro auszugeben, um uns zu konditionieren, unsere Fahrzeuge mit unserer Identität zu verknüpfen. Denk an Autowerbung. Sie sprechen nicht mehr so sehr über Zuverlässigkeit oder Kraftstoffeffizienz. Stattdessen verkaufen sie dir einen Lebensstil. Sie verkaufen das Bild, mit deiner Familie auf Bergstraßen zu fahren, erfolgreich am Country Club auszusehen oder der Abenteuertyp zu sein, der in jedem Gelände fahren kann. Sie haben uns überzeugt, dass wir Luxus verdienen, dass wir uns belohnen müssen, weil wir hart gearbeitet haben, dass das Leben zu kurz ist, um etwas Langweiliges zu fahren. Klingt vertraut? Es ist dieselbe psychologische Manipulation, die Menschen dazu bringt, weiterhin Dinge zu kaufen, die sie sich nicht leisten können, um Menschen zu beeindrucken, die sie nicht mögen. Was mich wirklich verrückt macht: Menschen verbringen Monate damit, das beste Smartphone zu recherchieren, um vielleicht 150 Euro zu sparen, aber sie gehen in eine Autogalerie und unterschreiben einen Vertrag für 55.000 Euro, ohne die wahre finanzielle Auswirkung zu verstehen. Sie verhandeln aggressiv für ein Haus, weil sie wissen, dass es eine große finanzielle Entscheidung ist. Aber sie behandeln Autos, als würden sie einen Kaffee kaufen. Die Finanzindustrie hat es noch einfacher gemacht, schlechte Entscheidungen zu treffen. 0% Finanzierung, verlängerte Garantien, Gap-Versicherung, Leasingverträge, die unglaublich klingen. Sie haben ein ganzes Ökosystem geschaffen, um dich von deinem Geld zu trennen, während sie dich glauben lassen, du machst ein tolles Geschäft. Sprechen wir einen Moment über Leasing, denn das könnte der brillanteste jemals geschaffene Betrug sein. Du fährst ein neues Auto, deine Zahlungen sind niedriger als beim Kauf und du kannst alle paar Jahre upgraden. Klingt großartig, oder? Du mietest nur buchstäblich einen Vermögenswert, der an Wert verliert. Du zahlst dafür, dass jemand anderes durch Wertverlust Geld verliert, ohne dass du Eigenkapital erhältst. Wenn dein Leasing endet, hast du fast nichts vorzuweisen für all diese Zahlungen. Vielleicht ein paar glückliche Erinnerungen und ein paar Instagram-Fotos. Dann gehst du sofort zurück zum Händler und unterschreibst ein weiteres Leasing, der Zyklus beginnt wieder. Es ist wie Miete für eine Wohnung zu zahlen, aber du besitzt nie etwas. Aber hier zeigt die Autoindustrie wirklich ihr Genie. Sie haben es so bequem gemacht, in diesem Zyklus gefangen zu bleiben. Inzahlungnahmeprogramme, Treuerabatte, Upgrade-Anreize. Sie lassen dich fühlen, als würdest du etwas verpassen, wenn du diese Gelegenheiten nicht nutzt. Dein aktuelles Auto ist 3 Jahre alt und funktioniert perfekt. Aber schau dir all die neuen Sicherheitsfunktionen beim diesjährigen Modell an. Deine Zahlung steigt nur um 40 Euro pro Monat. Klingt vernünftig, oder? Du hast nur die Zahlungsuhr auf Null zurückgesetzt und dich für weitere 5 oder 6 Jahre Zahlungen verpflichtet. Der durchschnittliche Deutsche wird im Laufe seines Lebens 12 Autos kaufen. 12! Nicht, weil die Autos nicht halten. Moderne Fahrzeuge können bei ordnungsgemäßer Wartung problemlos 250.000 Kilometer oder mehr fahren.
Wir ersetzen sie, weil wir darauf konditioniert wurden, die neueste, aktuellste, großartigste Version von allem zu wollen. Währenddessen gibt es Menschen mit einem 15 Jahre alten Toyota Camry mit 220.000, die leise aufbauen, weil sie verstehen, Transport ein Werkzeug, kein Status. Während alle Autozahlungen leistendes Geld beobachten über Jahrzehnte und noch erstellen Albträume, wissen Auto mehr Geld mit den Autos. Sie wollen etliche Zahlen statt auf die Gesamtkosten konzentrierst, weil das teure Autos erschwinglich aussehen. Sie werden fragen, welche Zahlung passt zu statt was ist dein Kreditlaufzeiten verlängern, um deine monatliche Zahlung zu senken. Während sie den Gesamtbetrag erhöhen, du zahlst. Sie werden negatives Eigenkapital aus deiner Inzahlungnahme in deinen neuen Kredit einbeziehen und dich vom ersten Tag an noch tiefer versenken. Banken diese Vereinbarung, weil sie mit Zinsen Geld verdienen. Versicherungsgesellschaften lieben es, weil du bei einem finanzierten Fahrzeug voll Kasko haben musst. Autohersteller lieben es, weil sie teurere Autos verkaufen. Jeder verdient Geld außer dir. Aber warte, es gibt noch mehr. Als ob die Mathematik schon schlimm genug wäre, sprechen wir darüber, was passiert, wenn das Leben kompliziert wird. Du verlierst deinen Job. Nun, du schuldest immer noch 71.000 Euro für ein Auto, das jetzt 28.000 Euro wert ist. Du kannst die Zahlungen nicht stoppen, sie es zurückholen, deinen Kredit ruinieren und du trotzdem die Differenz zahlen wirst. Du lässt dich scheiden. Jetzt kämpfst du darum, wer die unter Wasser stehenden Autokredite behält. Du bekommst ein Baby und brauchst etwas Größeres. Zeit, das negative Eigenkapital in ein noch teureres Auto zu rollen und dich noch tiefer zu graben. Du willst für eine bessere Jobmöglichkeit in eine andere Stadt ziehen? Du solltest besser diese Autozahlungen einkalkulieren, wenn du überlegst, ob du dir den Umzug leisten kannst. Deine Autozahlung wird dich überall hin verfolgen, wohin du gehst, deine Optionen einschränken und dich in finanziellen Entscheidungen gefangen halten, die du vor Jahren getroffen hast. Was am ganzen System besonders heimtückisch ist: Sie haben es so normal gemacht, dass die Menschen es nicht einmal mehr hinterfragen. Eine Autozahlung zu leisten ist Teil des Erwachsenseins geworden, wie Steuern zu zahlen oder sich über das Wetter zu beschweren. Wenn jemand sein Auto abbezahlt hat, ist die erste Frage der Leute: Was kaufst du dann als nächstes? Die Idee, ein abbezahltes Auto jahrelang zu fahren und das Geld zu investieren, das du zahlen würdest, erscheint fremd, fast unverantwortlich. Wir wurden darauf programmiert zu denken, wenn du für nichts bezahlst, lebst du nicht dein bestes Leben. Und gehen wir den Elefanten im Raum an: Das Argument, dass du ein zuverlässiges Auto für die Arbeit, für die Familie, für Notfälle brauchst. Das ist absolut richtig. Aber was nicht richtig ist: Du brauchst keine Autozahlung für ein zuverlässiges Auto. Ein 5 Jahre alter Volkswagen Passat mit 70.000 Kilometern wird genauso zuverlässig sein wie ein brandneuer Volkswagen Passat. Vielleicht sogar zuverlässiger, weil alle anfänglichen Produktionsprobleme gelöst wurden. Aber einer kostet 13.000 Euro, die du bar bezahlen kannst, während der andere 32.000 Euro kostet, die Zinsen plus 6 Jahre Zahlungen erfordern. Es gibt auch das Sicherheitsargument. Moderne Sicherheitsstandards bedeuten, dass selbst ein 10 Jahre altes Auto im Vergleich zu Autos aus den Jahrzehnten davor unglaublich sicher ist. Du brauchst nicht das neueste Kollisionsvermeidungssystem, um deine Familie zu schützen. Du musst nur nicht beim Autofahren Nachrichten schreiben. Das Kraftstoffeffizienzargument: Bei den aktuellen Kraftstoffpreisen spart dir dieser Unterschied vielleicht 250 Euro pro Jahr. Währenddessen beträgt der Zahlungsunterschied wahrscheinlich 350 Euro pro Monat. Wir sind zu Experten darin geworden, schreckliche finanzielle Entscheidungen zu rechtfertigen, indem wir uns auf kleine Vorteile konzentrieren, während wir große Kosten ignorieren. Es ist wie einen 5.000 Euro Anzug pro Monat zu kaufen, weil er besser verarbeitet ist, und dabei zu ignorieren, dass du in diesem Monat kein Geld für Lebensmittel hast. Die Wahrheit über diese ganze Situation ist: Dieselben Menschen, die 600 Euro Autozahlung leisten, beschweren sich, dass sie nicht für die Rente investieren können. Sie sagen, sie haben kein Geld für einen Notfallfonds. Sie behaupten, sie können ihre Kreditkartenschulden nicht abbezahlen, aber 600 Euro pro Monat gehen für einen Vermögenswert, der an Wert verliert. Plus Versicherung, plus Wartung, plus Kraftstoff. Das sind leicht insgesamt 1.000 Euro Transportkosten pro Monat. Über 30 Jahre mit 8% Rendite investiert, sind das über 1,2 Millionen Euro Altersvorsorge, auf die sie verzichten. Sie ziehen es vor, finanziell gestresst zu bleiben in Jobs, die sie hassen, damit sie etwas fahren können, das sie befähigt, sodass sie die Autozahlung leisten können, die sie in diesem Job gefangen hält. Das ist das perfekteste Beispiel eines Teufelskreises, der je geschaffen wurde. Und der Teil, der dich absolut wütend machen sollte:
Die Autoindustrie hat uns überzeugt, dass das normal ist. Dass finanziell gestresst zu sein wegen Transport einfach ein Teil des Lebens ist. Jeder hat eine Autozahlung, also solltest du auch eine haben. Sie haben finanzielle Selbstzerstörung normalisiert und sie mit einer Schleife aus Premiumleder und beheizten Sitzen verpackt. Sie haben uns zu Mittätern bei der Zerstörung unseres eigenen Wohlstands gemacht. Und wir danken ihnen für dieses Privileg, indem wir Fotos unseres Premium-Soundsystems in den sozialen Medien teilen. Währenddessen fahren Menschen, die Geld verstehen, Menschen, die wirklich Wohlstand aufbauen, 5 bis 10 Jahre alte abbezahlte Autos. Geh an einem Samstag durch München am Marienplatz und schau dich um. Milliarden-Euro-Unternehmensgründer fahren alte Audi A4. Erfolgreiche Unternehmer nutzen 10 Jahre alte Mercedes E-Klasse. Sie verstehen, dass Autos Werkzeuge sind, keine Investitionen, aber worüber niemand spricht. Und das ist der wirklich interessante Teil. Die psychologische Wirkung, keine Autozahlung zu haben, ist fast genauso wertvoll wie die finanzielle. Wirkung. Wenn du keine Autozahlung hast, hast du Optionen. Du kannst Risiken in deiner Karriere eingehen, weil du nicht durch monatliche Verpflichtungen gefangen bist. Du kannst aggressiver investieren, weil du niedrigere Fixkosten hast. Du kannst nachts besser schlafen, weil du dir keine Sorgen machst, für einen Vermögenswert zu zahlen, der an Wert verliert. Schau, ich sage definitiv nicht, dass du den Rest deines Lebens mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren oder überall mit dem Bus fahren musst. Was ich sage ist, dass das Auto dir dienen sollte, dich nicht versklaven. Wenn du das nächste Mal im Händlerraum sitzt und einem Verkäufer zuhörst, der erklärt, warum du unbedingt das Premium-Paket mit dem Mondach brauchst, das du nie öffnen wirst, erinnere dich an dieses Video. Erinnere dich daran, dass jeder Euro, den du für das Auto ausgibst, nicht an der Börse für dich arbeiten kann, keine Notfallfonds aufbauen kann und nicht das Einzige kaufen kann, was Geld wirklich kaufen kann: Freiheit. Dein zukünftiges Millionärs-Ich wird dir danken, dass du dieses langweilige, zuverlässige, abbezahlte Auto gefahren bist, während alle noch für ihre finanziellen Albträume bezahlen. Jetzt lass uns mit echten Zahlen enden, denn abstrakt zu sprechen bringt einen nur so weit. Lass mich dir ein konkretes Szenario geben. 2 Deutsche, beide in Stuttgart, beide verdienen 3.200 Euro netto im Monat. Beide wohnen in derselben Wohnung, kaufen im selben Edeka ein, leben dasselbe Leben. Der einzige Unterschied: einer kauft alle 5 Jahre einen neuen BMW für 42.000 Euro, der andere kauft einen 5 Jahre alten Toyota für 13.000 Euro und nutzt ihn 10 Jahre. Der erste zahlt 680 Euro monatlichen Autokredit, der zweite zahlt 0 Kredit, weil er bar gekauft hat. Der erste gibt monatlich 950 Euro für Gesamtfahrzeugkosten aus, der zweite 420 Euro. Die Differenz beträgt 530 Euro pro Monat. Das ist kein Kaffeeunterschied, das ist ernsthaftes Geld. Jetzt nehmen wir diese 530 Euro und investieren sie mit 7% durchschnittlicher jährlicher Rendite. Weißt du, was nach 30 Jahren passiert? 648.000 Euro. Fast 600.000 Euro nur aus dem Unterschied der Autowahl. Und das bedeutet nicht, dass einer besser lebt, mehr Spaß hat oder glücklicher ist. Beide fahren von Stuttgart nach München. Beide bringen ihre Kinder zur Schule. Beide gehen zu Aldi. Der einzige Unterschied: einer ist reich, wenn er in Rente geht, der andere zahlt immer noch Kredite ab. Das ist eine Ego-Sache, keine Verstandssache. Gehen wir noch weiter. Sagen wir, du bist 25, du wirst bis 65 arbeiten. 40 Jahre. Szenario 1: Du kaufst alle 5 Jahre ein Auto für durchschnittlich 38.000 Euro. Mit Finanzierung, Zinsen, Wartung, Versicherung werden dich diese Autos insgesamt etwa 522.000 Euro kosten. Szenario 2: Du kaufst alle 10 Jahre ein durchschnittliches, zuverlässiges Gebrauchtauto für 15.000 Euro. Gesamtkosten etwa 180.000 Euro. Differenz: 340.000 Euro. Nimm das und investiere es über 40 Jahre. Ergebnis: über 1,8 Millionen Euro Wohlstandsunterschied. 2 verschiedene Fahrzeugentscheidungen, 2 verschiedene Leben. Aber du wirst sagen, was ist, wenn die Börse crasht? Was ist, wenn die Wirtschaft zusammenbricht? Was ist mit Inflation? Großartige Fragen. Ich beantworte sie alle. Die Börse wird über einen 40-jährigen Zeitraum nicht einmal, nicht 5-mal, 10-mal crashen. Und jedes Mal wird sie sich erholen. Weil die Geschichte das zeigt. Der DAX-Index hat in den letzten 100 Jahren zahllose Krisen erlebt. 2 Weltkriege,
Hyperinflation, Ölkrise, Dotcom-Blase, 2008-Krise, Covid, alles. Und trotzdem hat er langfristig durchschnittlich 7% Rendite gebracht. Warum? Weil die Wirtschaft wächst, Unternehmen Wert schaffen, Kapitalismus funktioniert. Das habe ich in meinem eigenen Video erklärt. Sorge wegen Inflation? Großartig! Dein 40.000 Euro Auto wird in 5 Jahren 16.000 Euro wert sein. 60% Wertverlust. Das ist schlimmer als Inflation. 3% Inflation bedeuten etwa 15% Kaufkraftverlust in 5 Jahren. Der Wert deines Autos fällt um 60%. Welche Option ist besser? Deine Investition an der Börse steigt durchschnittlich um 7%, Inflation 3%, Nettogewinn 4%. Mit deinem Auto Nettoverlust 60%. Die Mathematik ist so einfach. Aber du wählst immer noch die beste Marke, weil du deinen Nachbarn beeindrucken musst. Jetzt zeige ich dir 2 Wege, 2 Zukünfte. Beide sind real, beide stehen dir zur Verfügung. Du musst nur wählen. Erster Weg, der Weg des Systemsklaven. Du kaufst alle 5 Jahre ein neues Auto. Du zahlst jeden Monat 700 Euro Kredit. Wenn du 65 wirst, zahlst du deinen letzten Autokredit ab. Deine Rente beträgt 1.400 Euro und du kannst kaum deine Miete bezahlen. Dein Nachbar ist im Urlaub in Florida. Du suchst bei Lidl nach reduzierten Produkten. Warum? Weil all die besten Autos, die du mit 50 zu fahren begonnen hast, jetzt auf dem Schrottplatz sind und deine Ersparnisse 0 sind. Zweiter Weg, der Weg des freien Menschen. Du kaufst heute ein zuverlässiges Gebrauchtauto für 13.000 Euro. Du nutzt es 10 Jahre. Du investierst 600 Euro monatlich in ETFs. Jeden Monat. 40 Jahre lang. Keine Magie, nur Mathematik. Wenn du 65 wirst, hast du 1.900.000 Euro auf deinem Konto. Du ziehst 6.500 Euro monatlich als passives Einkommen ab, ohne das Kapital anzutasten. Zusätzlich zur staatlichen Rente. Während dein Nachbar immer noch versucht, seinen letzten Autokredit abzubezahlen, trinkst du in der Toskana, was du willst. Warum? Weil du vor 40 Jahren Mathematik statt Ego gewählt hast. Lass uns die Zeit betonen, denn das ist entscheidend. Diese 40 Jahre werden sowieso vergehen. Ob du etwas tust oder nicht, 2065 wird kommen. Die Frage ist, wer willst du 2065 sein? Jemand, der immer noch Autokredite abbezahlt oder jemand mit finanzieller Freiheit? Du entscheidest heute. Dein 2065. Ich wird die Konsequenzen leben. Und dieses zukünftige Ich wird entweder dein jetziges Ich verfluchen oder ihm danken. Es gibt kein Dazwischen. Denn Mathematik vergibt nicht. Entscheidungen vergeben nicht. Zeit vergibt nicht. Es gibt nur Ergebnisse. Jetzt weißt du es. Du weißt, wie das System funktioniert. Du weißt, was die Zahlen sagen. Du weißt, was die wahren Kosten sind. Du weißt, was die Opportunitätskosten sind. Wenn du jetzt zurückgehst und wieder dasselbe machst, ist das deine Wahl. Aber du hast nicht mehr den Luxus zu sagen, ich wusste es nicht. Du kannst nicht mehr sagen, ich habe es nicht bemerkt. Du kannst nicht mehr sagen, sie haben es mir nicht beigebracht. Denn ich habe jetzt getan, was ich konnte. Ich habe alles erklärt. Jetzt gibt es keine Ausrede der Unwissenheit mehr, nur Wahl. Entweder Ego oder Mathematik, entweder Status oder Wohlstand, entweder Systemsklave oder freier Mensch. An einem Sonntagnachmittag am Marienplatz, wenn du diesen glänzenden neuen Mercedes siehst, wirst du jetzt anders denken. Du siehst nicht das Auto, du siehst den verlorenen Wohlstand dahinter. Du wirst sehen, dass diese monatlichen 750 Euro in 30 Jahren 920.000 Euro sein könnten. Und du wirst auf deinen eigenen alten Toyota schauen und lächeln. Denn dieses langweilige, zuverlässige, abbezahlte Auto ist eigentlich dein Freiheitsfahrzeug. Es hält dich nicht gefangen, es macht dich frei. Es macht dich nicht arm, es macht dich reich. Das ist der Unterschied. Das ist der wahre Luxus. Die Wahl liegt bei dir. Mach weiter mit dem System. Geh mit der Herde, zahle Autokredite, beeindrucke deinen Nachbarn, geh mit 65 arm in Rente. Oder wende die Mathematik an. Triff kluge Entscheidungen, investiere, sei geduldig und sei mit 65 finanziell komfortabel. 2 Wege, beide offen. Du musst nur auf einem gehen. Ich bin Adam. Ich habe dir die Wahrheiten erzählt. Jetzt liegen alle Entscheidungen und Verantwortlichkeiten in deinen Händen. Wir sehen uns wieder.